Du denkst, du weißt alles über Minecraft? Das ist falsch, denn du wusstest sicher nicht, dass man, wenn man auf einem Schwein reitet, gleichzeitig eine Leiter hochklettern kann. Und das war nur der erste von 80 neuen Minecraft-Fakten, die du noch nicht kanntest. Das ist ein neues Armor-Trim-Muster in der 1.20, welches man in Ancient Cities finden kann. Auf der Chestplate soll zwar der Warden-Körper dargestellt werden, aber bei einigen Farbkombinationen sieht es eher nach einem Wither-Kopf aus. Denkst du, das ist Zufall oder haben die das extra gemacht? Jeder weiß mittlerweile, dass man mit dieser Methode einen Pillager entwaffnen und ihn somit friedlich machen kann. Aber das Ganze hat nie bei Skeletten funktioniert. Allerdings gibt es jetzt eine andere Methode. Dafür muss man dem Skelett nur ein Rüstungsteil geben, welches es dann anzieht, und danach gibt man ihm nochmal genau das gleiche Rüstungsteil, welches es dann anstatt dem Bogen in die Hand nimmt. Skelette können mit dieser Methode auch Schwerter benutzen und Schilder halten. Das hier ist gleichzeitig der krasseste als auch der ungeilste Seed in Minecraft. Aber lasst mich erklären. Wenn man auf diesem Seed am Spawn etwas rumläuft, sieht man erstmal nur ein Shipwreck am Strand. Aber wenn man etwas weiter geht, sieht man noch ein zweites Shipwreck aus anderem Holz direkt daneben, womit sich ein ganzes Schiff ergibt. Und jetzt zu dem absolut ungeilen Part. Die beiden Shipwrecks sind nur um einen Block in der Höhe verschoben, was ultra unsatisfying ist. Früher konnte man in Minecraft noch keine Eier werfen. Das fand dieser Typ hier gar nicht cool und hat Notch vorgeschlagen, dass man doch Eier genauso wie Schneebälle werfen sollte. Aber Notch wollte das Feature nur unter einer Bedingung hinzufügen. Und was genau der Typ dafür tun musste, ist echt komisch und der 80. Fakt am Ende des Videos. In der 1.20 wurde dieser Command hier hinzugefügt, mit dem man Effekte für immer erhalten kann. Mit dieser Maschine kann man aber jeden Effekt auch unendlich lange komplett in Survival bekommen. Das Ganze funktioniert mit einer Kombination aus 3 verschiedenen Potions des gleichen Effekts und sehr gutem Timing. Creeper kann man gezielt explodieren lassen, indem man sie mit einem Feuerzeug wie TNT anzündet. Es gibt aber einen Bug in der Version 1.19.3, in der man Creeper auch mit Fireballs anzünden kann, die sich dann aber nicht verbrauchen, womit man sie unendlich oft verwenden kann. Schildkröten sind die einzigen Mobs, die sich äußerlich verändern, wenn man sie paart. Die Schildkröte, welche die Eier legt, wird am Bauch 1 Pixel größer im Vergleich zu den anderen Schildkröten, da sie die Eier in sich trägt. Papageien haben auch eine geheime Eigenschaft, denn sie stalken gezielt andere Mobs. Sie schauen diese die ganze Zeit an und folgen ihnen auch, wenn sie sich wegbewegen. Man kann Suspicious Sand und auch den neuen Suspicious Gravel nicht mit einer Schaufel abbauen und selbst mit Silk Touch droppt der Block nicht. Die einzige Möglichkeit, Suspicious Sand und Gravel als Item zu bekommen, ist es, ihn lang genug auf Watercolumn-Blöcke fallen zu lassen. Allerdings ist in diesem Block aus irgendeinem Grund dann kein Schatz mehr vergraben, wenn man diese Methode verwendet. Das waren nur die ersten 10 Fakten, es kommen noch so viel mehr, die du noch nicht kennst. Diesen Bug habe ich letztens in einem Video gesehen, bei dem ein Zombie durchgängig 2 Rüstungsteile austauscht, da eines der beiden eine Verzauberung hat, das andere dafür eine bessere Haltbarkeit. Dadurch kann der Zombie sich nicht entscheiden, welches Rüstungsteil besser für ihn ist und tauscht es immer aus. Als ich versucht habe, diesen Bug selber zu testen, habe ich dann aber einen anderen ähnlichen Bug gefunden, der noch viel besser ist als der davor. Dabei gibt man einem Zombie zuerst ein random Rüstungsteil, was er anzieht, danach nochmal das gleiche, welches er in die Hand nimmt, und zuletzt gibt man ihm noch ein Schwert, was er auch sonst so in der Hand halten kann. Und dann passiert das hier. Das Ganze kann man dann mit ein paar mehr Schwertern auch etwas übertreiben. Diese Fossile im Nether können dir helfen, in der Overworld ein Stronghold zu finden. Wenn sich so ein Fossil im Chunk 00 befindet, musst du dir am besten mit dieser Übersicht anschauen, welche Art von Fossil es ist und dann die X-Koordinate des markierten Blocks merken. Dann schaust du in diese Tabelle und baust dein Portal an den Koordinaten von der X-Koordinatenzahl, die du dir eben gemerkt hast. In diesem Fall ist es die X-Koordinate 8. Damit kannst du dein Portal bei -251 und -50 bauen, und wenn du dir in der Overworld dann anschaust, wo das nächste Stronghold ist, sollte es nie mehr als 500 Blöcke entfernt sein. Jeder weiß, dass wenn man ein Looting-Schwert in der Mainhand hält und einen Mob mit einem Bogen killt, der sich in der Offhand befindet, der Looting-Effekt auf den Bogen übertragen wird. Allerdings kann man das Ganze noch effizienter machen, indem man Flame auf dem Bogen hat, während man das Looting-Schwert weiterhin in der Mainhand hält und damit ein TNT anzündet. Der Looting-Effekt überträgt sich vom Schwert über den Bogen auf das gezündete TNT und kann so mit einem Schuss sehr viele Mobs auf einmal mit Looting killen. Okay, das hier sind 3 sehr hilfreiche Websites für Minecraft. Auf der ersten kannst du mit Hilfe der neuen Chisel Bookshelves jedes Bild in ein Pixelart umwandeln, um es dann in Minecraft zu bauen. Und ich sag mal so, ich werde dieses Jahr in Craft-Tag sehr viele Bücher benötigen. Auf der nächsten Website kannst du dir jeden Farbverlauf, den du haben willst, aussuchen und ihn mit einer beliebigen Anzahl in Minecraft-Blöcke umwandeln. Ziemlich nice, wenn du so farbenblind bist wie ich und keine Ahnung hast, was gut aussieht. Und die dritte Website zeigt dir, in welcher Reihenfolge du deine Items verzaubern solltest, damit du so wenig Level wie möglich verwenden musst, da jede Verzauberung unterschiedlich teuer ist, je nachdem wann sie auf ein Item kommt. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wieso in End-City Ships direkt neben dem Mast dieser eine Glasblock im Boden ist. In meinem letzten Video habe ich ja 80 Dinge vorgestellt, die früher in Minecraft anders waren als heutzutage. Und früher war statt einer Elytra ein Beacon in diesem Schiff, und da der Beaconstrahl einen Weg nach oben durch das Schiff benötigte, haben sie einfach Glasstein gemacht, welches bis heute nicht entfernt wurde, obwohl es den Beacon gar nicht mehr in den Schiffen gibt. Okay, und jetzt wird es etwas verwirrend.
Man kann ja ein Minecart in ein Boot setzen, bis dahin alles ganz normal. Man kann aber genauso auch ein Schwein mit Sattel in ein Minecart setzen. Das bedeutet aber auch, dass man ein Schwein mit Sattel in einem Minecart in ein Boot setzen kann. Und jetzt passieren 3 komische Dinge. Erstens, dieses Boot bewegt sich jetzt von ganz alleine. Zweitens, wenn man sich in das Boot setzt, kann man sich kaum bis gar nicht fortbewegen. Und drittens, wenn man sich jetzt aber auf das Schwein setzt, kann man sich sehr gut bewegen, allerdings in die entgegengesetzte Richtung, in die man steuert. Jetzt noch ein weiteres ganz komisches Feature, von dem viele nicht wissen, dass es existiert. Wenn man mal zufällig mit Notch auf einem Server ist und ihn killt, wird er immer einen Apfel droppen, auch wenn er gar keinen Apfel im Inventar hat. Um noch schlauer zu werden, holt ihr meine Badline Cosmetics über den ersten Link in der Videobeschreibung für 10% Rabatt. Viele denken, dass der Score, der angezeigt wird, wenn man in Minecraft stirbt, damit zu tun hat, wie viele Level man beim Tod hat. Das ist aber falsch, denn der zeigt an, wie viele Erfahrungspunkte man über die gesamte Zeit gesammelt hat, also auch Level, die man mal verwendet hat. Und wenn man mal sehr, sehr viele Level angesammelt hat, erhält man sogar einen negativen Score, da es zu viele Erfahrungspunkte zum Darstellen sind. Warum werden Repeater eigentlich so gecraftet, wie sie gecraftet werden? Das Crafting-Rezept kommt daher, da in der Zeit, als es noch keine Repeater gab, Redstone-Schaltungen genau so gebaut wurden, um Redstone-Signale zu verlängern, was ja heutzutage Repeater tun. Und von dieser Konstruktion wurde das Crafting-Rezept einfach übernommen. Bienen haben die geheime Eigenschaft, dass sie bewusst direkt an nahestehende Honigblöcke fliegen, um dort kurz Honig zu essen. Ein kleines Detail, was bestimmt wenigen bis jetzt aufgefallen sein sollte. Was hingegen sehr vielen anscheinend in letzter Zeit auffiel, ist, dass der Chiseled Stone nicht mittig zentriert ist und das besonders auffällig ist, wenn man eine Wall oder eine Lightning Rod auf ihn stellt. Allerdings ist dieser Gedanke falsch, denn wenn man sich den Block richtig anschaut, sind die dunklen und hellen Linien auf dem Block Schatten und Highlights, um den Block dreidimensionaler darzustellen, womit er wirklich zentriert ist und das kein Pixelfehler ist. Ein ähnlicher Fakt, der mit Licht und Schatten zu tun hat und mir immer mal wieder unbewusst aufgefallen ist, dass alles in Minecraft heller ist, wenn man es von Süden oder Norden anschaut. Egal ob Blöcke, Mobs oder einfach sich selbst. Und das alles unabhängig vom Stand der Sonne. Spinnen haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, nachts mit Stärke, Speed oder unsichtbar zu spawnen. Allerdings sind diese Effekte nur temporär und nicht für immer. Wenn man sich die Daten dieser Spinne anschaut, sieht man, dass sie den Effekt nur für diese sehr hohe Tickzahl hat, was umgewandelt 3 Jahre, 4 Monate, 25 Tage, 6 Stunden, 45 Minuten und 42,4 Sekunden in echt ist. Ravager sind echt starke Mobs und sie können sogar Laubblöcke kaputt machen, wenn sie durch sie laufen. Allerdings gab es mal eine Zeit, in der Ravager vor einem ganz bestimmten Mob Angst hatten, und zwar vor Hasen. Das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben damals. Es gibt 2 Mobs, die für immer gegeneinander kämpfen könnten, ohne dass einer der beiden gewinnen wird. Wenn man ein Skelett in die eine Ecke stellt und eine Hexe in die andere und das Skelett die Hexe abschießen lässt, dann wird sie das Skelett mit Poison Potions abwerfen, die keinen Effekt auf das Skelett haben werden. Und die Pfeile, welche es auf die Hexe schießt, werden auch nichts bringen, da sie schneller heilen kann, als das Skelett schießt. Hier noch 2 weitere Websites, die sinnvoll sind, wenn du gerne Minecraft spielst. Hier kannst du dir ganz viele Körper, wie zum Beispiel Kugeln, in jeder Größe darstellen lassen, die du haben willst, und dir ganz genau zeigen lassen, wie du sie Ebene für Ebene bauen musst. Und auf dieser Website kannst du dir Totem-Texturen von jedem Spieler erstellen lassen. Hier zum Beispiel ein Totem mit dem Skin von Basti. Das ist ein Bett, in dem man sich niemals schlafen legen kann. Dafür muss man erstmal das Bett so neben ein Endportal setzen. Danach muss man mit einem Pferd so über das Portal reiten, dass man gerade so nicht teleportiert wird, aber auch knapp über dem Bett steht. Daraufhin klickt man das Bett an, wobei man sich reinlegt, aber auch in das Portal fällt, womit man teleportiert wird. Und wenn man zurück in der Overworld ist, kann man sich nicht mehr in das Bett legen, da es angeblich schon benutzt wird. Wir hatten ja heute schon das Schwein im Minecart im Boot, welches sich von alleine bewegen kann, aber den gleichen Effekt hat man auch, wenn man 3 Minecarts direkt ineinander setzt und dann fahren lässt. Dann werden diese 3 Minecarts auch unendlich weit fahren, ohne dass sie anhalten. Das Flower Forest Biom hat die Besonderheit, dass alle Blumen, die in ihm wachsen, nicht random, sondern vorgegeben sind, wodurch man mit einer Menge an Bone Meal solche natürlich generierten Muster erstellen kann, die echt krank aussehen. Raketen verhalten sich teilweise echt komisch. Wenn man sie normal vom Boden fliegen lässt, als auch von einem Dispenser horizontal schießt, werden sie am Ende in einem speziellen Muster explodieren. Das passiert aber nicht, wenn man sie in fließendem Wasser starten lässt, wodurch sie eine extreme Kurve fliegen und am Ende, verschwinden sie einfach. Sand kann man ja ganz einfach mit dieser Maschine hier duplizieren. Aber das Ganze funktioniert nicht mit dem neuen Suspicious Sand, da er nicht von Pistons verschoben werden kann. Genau dafür wurde aber diese Maschine hier entwickelt, welche ich nicht verstehe und nicht nachbauen werde. Aber sie kann auf jeden Fall auch Suspicious Sand duplizieren. Okay, entweder kennt man den nächsten Fakt schon ewig oder er überrascht dich genauso sehr wie mich. Endermen sind ja bekannt dafür, dass sie jedem Projektil ausweichen. Aber aus irgendeinem Grund gehören Angeln nicht dazu. Und man kann sogar die Endermen an der Angel halten und an sie ranziehen. Ging das eigentlich schon immer?
Heutzutage kann man ja den Beaconstrahl mit jeder Art von Glas farbig verändern. In der Version 1.7.4 hatte Glas aber noch keinen solchen Effekt, allerdings gab es damals trotzdem eine Möglichkeit, den Beaconstrahl zu verändern. Wenn man den Beacon nämlich komplett mit Blöcken umschlossen hat und dann mit einem Piston schnell einen Block in den Strahl geschoben hat, wurde dieser kurz schwarz. Ziegen sind die intelligentesten Tiere in Minecraft. Lass mich kurz erklären warum. Viele Mobs erfrieren, wenn sie in Powder Snow laufen. So zum Beispiel auch Kühe, Schafe, aber auch Ziegen. Im Gegensatz zu den Kühen und Schafen sind Ziegen aber schlau genug, um nicht auf Powder Snow zu laufen, wenn es einen anderen Weg gibt. Ein hilfreicher Trick, den ich bis vor kurzem nicht kannte, ist, dass man erkennen kann, welche Blöcke verbrennen können und welche nicht. Dafür muss man nur die Seite eines Blockes mit einem Feuerzeug anzünden und wenn diese brennt, dann solltest du diese Blöcke nicht unbedingt im Nether oder in der Nähe von Lava platzieren. Alle anderen Blöcke, deren Seite man nicht anzünden kann, können auch nicht verbrennen. Wenn du bis jetzt einige Fakten noch nicht wusstest, warte ab, was alles noch kommt. Evoker, Hexen und Vindicator sollten alle etwas anders aussehen, als sie es heutzutage tun. In den Dateien dieser 3 Mobs gibt es nämlich immer noch eine zusätzliche Textur für eine Kapuze, die sie wohl haben sollten. So hätte das Ganze dann ausgesehen, also schon eine gute Entscheidung, die Kapuze nicht zu adden. Aber das sind nicht die einzigen Geheimtexturen in den Gamefiles. Wenn man sich die Textur des Endcrystals genauer anschaut, steht auf jeder Seite ein Buchstabe, die zusammen das Wort Mojang ergeben. Auch einige Personen wurden in den Texturen verewigt, so zum Beispiel Jeb in der Textur des Guardians und Xaphobia in der Textur des alten Zombie-Pigman, da er diese Textur entworfen hat. Wenn man den Stronghold findet und den Silberfisch-Spawner abgebaut hat, ist es noch nicht vorbei mit den Dingern. Denn mit jedem Schlag, den man auf einen Silberfisch macht und den Silberfisch dabei nicht killt, kommt ein neuer aus den infizierten Blöcken, um euch zu nerven. Hast du dich schon mal gefragt, wieso im Igloo eine Redstone-Torch steht? Das liegt daran, dass der Ofen, wenn er aktiviert wird, in Verbindung mit der Redstone-Torch gerade so genug Licht abgibt, um den Eisblock zu schmelzen, wodurch wiederum das Wasser den Teppich wegspült, der über dem Geheimeingang zu den Wildschirmen liegt. Dripleaves sind die wohl interessantesten Pflanzen, die es in Minecraft gibt, da sie ihre Blätter umklappen, wenn man zu lange auf ihnen drum steht. Aber wusstest du, dass man diese Funktion ganz einfach deaktivieren kann, indem man die Dripleaves mit Redstone powert? Kuchen haben die höchste Wahrscheinlichkeit, nämlich 100% einen Composter um ein Level zu erhöhen, wohingegen Seeds die geringste Wahrscheinlichkeit dafür haben, nämlich nur 30%. Minecraft-Entwickler Mark hat sehr viele Minecraft-Accounts, die nur dafür da sind, um Mapmakern Skinköpfe von zum Beispiel Mobs oder speziellen Blöcken zu geben. Das hier sind alle Accounts von ihm, die man für Skinköpfe verwenden kann. Mob-Spawner in zum Beispiel Dungeons kann man ganz einfach deaktivieren, indem man eine Fackel oder eine andere kleine Lichtquelle auf ihn draufstellt. Spawner im Nether, zum Beispiel von Blazes, benötigen aber viel größere Lichtquellen, damit das Spawnen von Mobs deaktiviert wird. Wenn du mal mit einem Eimer einen Fisch, einen Axolotl oder eine Kaulquappe gefangen hast, dann sollte dir aufgefallen sein, dass der gefüllte Eimer im Inventar 1 Pixel tiefer ist als ein normaler Eimer. Das wurde bewusst so gemacht, da der Eimer mit dem Tier drin schwerer ist als nur mit Wasser. Diese Zeichen hier kann man ganz einfach in Minecraft zum Beispiel auf Schilder schreiben. Zum Beispiel, wenn man auf seiner Tastatur Alt plus eine der neuen Zahlen auf dem Numpad drückt. Wenn du im End unterwegs bist, um zum ersten Mal eine Elytra zu finden, solltest du immer auch Schneebälle mitnehmen. Diese haben nämlich die gleiche Flugbahn wie Enderperlen. Also solltest du immer zuerst einen Schneeball auf die nächste Insel werfen, um zu testen, ob deine Enderperle ankommen wird. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass Gras und Myzelblöcke zu Dirt werden, wenn man einen Block auf sie stellt. Aus irgendeinem Grund ist es aber bei Podzol anders und der bleibt immer noch Podzol, auch wenn ein Block auf ihm platziert wird. Du kannst Maps dafür benutzen, um sie mit Hilfe von Itemframes an Wänden zu platzieren und dahinter Vines zu packen, womit du einen unsichtbaren Weg nach oben hast. Nicht alle Items einer Art bekommen die gleiche Verzauberung. So hat zum Beispiel eine Goldspitzhacke immer eine höhere Chance auf eine bessere Verzauberung als zum Beispiel eine Diamantspitzhacke. Hoglins haben nur Angst vor 3 Dingen. Der Warp Fungus ist wohl der bekannteste davon. Aber auch vor Netherportalen und Respawn-Ankern laufen Hoglins immer weg. Was allerdings noch weniger wissen, ist, dass auch Piglins Angst vor einigen Blöcken haben. Das sind zum einen Soul Fire, Soul Torches und wer hätte es gedacht, auch Soul Lanterns. Zu Beginn habe ich ja schon gesagt, dass Papageien alle Mobs stalken. Aber sie haben noch ein Geheimnis, denn Papageien machen die Geräusche von allen Hostile Mobs nach. Außer die von Guardians und Elder Guardians. So hört sich zum Beispiel ein Papagei an, wenn er ein Creeper-Geräusch nachmacht. Soulfire macht nicht nur Piglins Angst, sondern hat auch die Eigenschaft, dass es im Vergleich zu normalem Feuer sich nicht auf normalen Blöcken ausbreiten kann. Schneegolems bekommen Schaden in Wüsten und im Nether, da diese Biome zu heiß für sie sind. Allerdings kann man ihnen helfen, indem man ihnen Fire Resistance gibt, wodurch sie ganz normal weiter existieren können. Cave Spiders geben dir immer den Poison-Effekt, wenn sie dich einmal hitten, aber solltest du sie mit einer Weakness Potion abwerfen, dann verlieren sie diese Fähigkeit und können dir gar nichts mehr antun.
Wenn du wie ich in Crafthack Zugriff auf unsichtbare Itemframes hast, kannst du dieses One-Way-Class bauen, indem du dir zuerst einen Map-Art von einer Blocktextur machst und diese dann in das unsichtbare Itemframe legst. Von der einen Seite sieht es aus wie ein normaler Block und von der anderen Seite kannst du durch das Glas nach außen schauen. Wenn du das Hashtag-Zeichen in das Creative Inventar eingibst, erscheinen alle Items mit einer zusätzlichen Textzeile, welche alle Items in Kategorien einteilt, wie zum Beispiel Hashtag Flowers, was alle Blumen in Minecraft anzeigt, oder Hashtag Piglin Loved, für alle Items, welche Piglin zum Traden annehmen. Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, was die Zeichen im Enchanting Table bedeuten, aber sie haben eigentlich gar keine Bedeutung und haben keinen Einfluss auf das eigentliche Enchantment, was man auf seine Items bekommt. Hier ist eine Liste von allen Wörtern, die dort random stehen können und aus dem Standard Galactic Alphabet ins Englische übersetzt wurden. Mit dieser kleinen Konstruktion kannst du ganz einfach sehr viele Schallplatten sammeln. Das Skelett schießt durch die Lava auf einen TNT-Block, welches in einem Loch mit mehreren Creepern explodiert, welche alle davon eine Schallplatte droppen werden. Wir hatten ja schon ein paar Fakten über Schweine und ich habe noch einen. Wenn man sich auf ein Schwein setzt und in einen 1,5 hohen Gang reitet, kann man mit Hilfe des Schweins X-rayen und alles nach oben hin sehen. So sieht es aus, wenn man Hoglins heutzutage schlägt. Aber aus irgendeinem Grund hatten Hoglins mal diese goofy Animationen, wenn sie Schaden bekommen haben. Wenn du mal was sehen willst, was sehr unsatisfying ist, schau dir mal den Ober- und Unterkörper deines Minecraft-Skins an. Beides ist nicht exakt aufeinander, sondern ein Pixel links und rechts versetzt voneinander. Mit dem /replace-item-Command kann man sich jedes Item und den Block auf den Kopf setzen lassen. Aber es gibt 10 Items, die nicht einfach nur hinten auf dem Kopf sitzen, sondern etwas spezieller sind. Und diese 10 Items sind ein Knochen im Mund, ein Spyglass direkt vor den Augen, eine Android, damit man so aussieht wie ein Einhorn, ein Cod, der, I don't know, ein Headset sein soll oder so, ein Fansgate, was eine Brille darstellen soll, eine Leine, die wohl ein Monokel ist, ein Shield, das ganz komisch rumhängt, ein Schneider, der noch viel komischer rumhängt, und Amethysten, die ganz vorne wie Kronen am Kopf sitzen. Eine Sache, die ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass man mehrere Items auf einmal umbenennen kann und dabei nur ein Level verbraucht, egal wie viele Items es sind. Wenn du ein Endportal in Creative bauen willst, musst du alle Portal Frames von innen setzen, damit es funktioniert. Solltest du aber nur die West- und Ostseiten von innen ausbauen und die Nord-Süd-Seiten von außen und dann die Nordseite zuletzt mit Enderaugen befüllen, passiert das hier. Noteblocks haben einen eigenen Sound, je nachdem welcher Block sich unter ihnen befindet. Allerdings ist das bei Türen etwas komisch. Eine Holztür erzeugt den gleichen Sound wie ein Holzblock auch. Allerdings macht ein Noteblock auf einer Eisentür nicht den gleichen Sound wie auf einem Eisenblock, sondern den ganz normalen Noteblock-Sound ohne extra Block. Wenn du unter Wasser anfängst zu sprinten, gehst du in die Schwimmanimation über, weshalb du unter Wasser nicht normal sprinten kannst. Das ist aber nur teilweise richtig, denn wenn du Mudblocks unter Wasser setzt, kannst du auf ihnen genauso wie an Land laufen, da der Block 1 Pixel tiefer ist und du eigentlich in Luft läufst. Seit der 1.19.4 haben Drowns eine neue Schwimmanimation und um ehrlich zu sein, ist die viel geiler als die alte. Der einzige volle Block, den man in Survival Minecraft verzaubern kann, ist der Carved Pumpkin, da man Curse of Binding und Curse of Vanishing Bücher auf ihn packen kann. In der 1.20 kann man ab jetzt Schilder von beiden Seiten beschriften, diese im Nachhinein auch bearbeiten und mit Honeycombs rechtsklicken, damit man sie nicht mehr bearbeiten kann. Das Crafting-Rezept, welches es am kürzesten in Minecraft gab, war, dass man einen Apfel in einen Pfeil umcraften konnte. Okay, das sind 2 Fakten in einem, denn wenn du brennst und dann mit einem Boot in so ein fließendes Wasser fährst, geht erstmal dein Boot mit dir zusammen unter, aber du hörst unter Wasser auch nicht auf zu brennen. Mit dieser Methode ist es möglich, vertikale Slabs ganz normal in Survival zu bekommen. Wenn man einen Slime umbenennt und diesen dann schlägt, damit sie sich aufteilen, behalten alle kleineren Slimes denselben Nametag. Übrigens, der Typ musste damals für Notch einen USB-Stick essen, damit er Eierwerfen hinzufügt. Und jetzt schau das Video rechts unten für 80 weitere Minecraft-Fakten, die du noch nicht kanntest.